What does the word beauty for you mean? That's a good question. To me, beauty is not something that you can grasp or see. Beauty is in everything and everybody. Me as a makeup artist, how I apply my vision of beauty is I like to see the beauty of the person that I have in front of me, and I like to bring that out. Heute ist der Tag, wo alles zusammenkommt. Jetzt geht es zu produzieren. Dank der verschiedenen Interviews habe ich viel über Peter, seine Persönlichkeit, seine Technik, seinen Stil und das Material, das er genutzt hat, in Erfahrung bringen. Peter hat für solche Fotoshootings um die 20 Mitarbeiter gehabt, die ihn leidenschaftlich unterstützt haben. Wir sind jetzt zu dritt. Der Alejandra als Model, der Renata als Make-up-Artistin und Assistentin. Die ersten 10 Minuten beim Fotografieren sind für mich essentiell. Der Peter hat bei seinen Shootings fast immer mit Topmodels gearbeitet. Wenn zum Beispiel ein Model kommt, das kein Model ist oder eine normale Person, die haben meistens ganz viele Vorurteile über sich selber. Also so, ich bin doch gar nicht schön und ich bin doch kein Model und überhaupt. Und dann reden sie sich schon negativ, oder? Und ich glaube, es ist am Fotografen ein bisschen in dem Moment, das Model wie abzuholen, im Sinne von, alles ist gut. You had a good trip? Yeah. I'll show you quickly the food area and the water area. No, Jetzt steigt meine Verantwortung als Fotograf und Mensch, dass sich Alejandra am Set und vor der Kamera wohlfühlt. If you guys want everything to drink, I just prepare everything here. So I started as a hobby modeling, like I would say 5-6 years ago. And it was at first to work on my shyness, and then it started to be like more, a hobby, a pleasure to work with other people, to meet new idea, etc. Die Fotos von unserem Model Alejandra sollen authentisch und spontan wirken. Sie sollen sie als Mensch zeigen, wie sie wirklich ist, und eine tiefgründige Wirkung haben, wie die Fotos von Peter Lindberg. An Peter seine Fotos haben mich schon lange fasziniert. Aber genau das Foto von Kate Moss beeindruckt mich am meisten. Er wirkt zeitlos und ihr Blick, ihre Pose, es wirkt authentisch und natürlich. Ein Foto, das simpel ist, aber unter die Haut geht. Den Notenständer, den Peter immer wieder eingesetzt hat, habe ich heute auch dabei. Yeah, now we think we take off the scarf, if you don't mind. Est-ce que je peux le mettre ici? Am Anfang ist aber zu viel Licht auf einen Notenständer gekommen und so hat der Vordergrund nicht schwarz gewirkt, sondern hellgrau. Der Renate hat das Licht dann mit einem schwarzen Catboard geblockt und dann hat es besser funktioniert. You can even have your arms a bit more tense, because I think when you're sad or so you can be like this. Aber es gelingt mir jetzt noch nicht, eine Verbindung zu der Alejandra aufzubauen. Ich spüre eine gewisse Unsicherheit auf beiden Seiten. Did you ever dance? I mean, did you do dance classes or something? Dance? Yeah? If I watch this? No, if you take dance classes or no? People not from Switzerland mostly. What are some like red flags? What is for you like, no, I really don't go to this shooting? Okay, maybe 2 red flags, I would say. First one, maybe if you check this photographer through Instagram or through his book and you see that he has already worked with other models that you know, maybe it's good to get a feedback from Harry to see if it was a good experience or not. The second one, it's maybe to see through his portfolio and if it's from the instinct, if you can see a little bit yes or not. So yeah, I would say this, the second one. You go free, there is any option, you can do whatever you want. Or maybe we have Renata from this side to block a bit of light. Oh, yeah. And maybe once you do it, take your hair a bit in front of the face. In front? Yeah.
It's gonna be more. Maybe not all. Yeah. What do you mean? I don't know. Maybe a little bit just. Or just the top hair, yeah, like this. Like Right. Bei so vielen Bildern, wie wir gemacht haben, war die Auswahl nicht einfach. Aber sie haben nicht das, was ich suche. Das Foto rechts hingegen, allein mit der Pose, wirkt schon eher wieder wirklich gestellt und will zu viel. Zudem ist der Notenständer schlecht in die Szene gesetzt worden. Ich habe bis jetzt nicht genau gewusst, ob wir das Setup mit dem Zelt shooten. Ich habe nicht die Ressourcen, die er hatte. Ich habe keine 20 Assistenten, die mir helfen aufbauen und perfektionieren. Der Peter hat in seiner Fotoserie auch mit dem Geschlecht gespielt und Frauen männlich ausgesehen. With the arm, you can just. Yeah, look. Der Boyish Look und mein Experiment funktionieren nicht, wie ich mir das gewünscht habe. Das Licht ist schön, aber die Fotos wirken eher gestellt. Der Boyish Look, den ich erzeugen wollte, funktioniert nicht. Think about something that makes you angry and. I'm ready? You come. Yeah. Well, we saw that you were smiling. But yeah, let's try again. Die Bilder von Peter haben so eine Gelassenheit, eine bewusstere Haltung und wirken wie aus einer Alltagssituation. Die Alejandra legt ein schwarzes, zeitloses Kleid an. Ein zeitloses Kleid war mir wichtig. Ich glaube, mit diesem Kleid und Look hat sich die Alejandra voll und ganz identifizieren. Really cool. Sorry, you're gonna move again? For me, this is yeah. Alejandro. It's funny how you move. You are moving around. Yeah. Right. Ich merke, dass sich die Alejandra viel weniger Gedanken macht, wie sie aussieht und einfach ist, wie sie ist. Das ist für mich als Fotograf der Moment, wo es wirklich spannend wird. Okay, I'd like you to think you're at this gala and you're waiting for your prize to arrive. Wow, that's beautiful, yeah. Yeah, that look again. That was, yeah. Wow. Super. Als Fotograf habe ich manchmal das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Alle anderen sind besser. Am Peter sein Fotografiestil und wie er als Mensch war, hat mich aber neu inspiriert. Ich werde in Zukunft noch mehr die authentischen Zwischenmomente suchen und auswählen, wo eben dann auch nicht den perfekten Moment zeigt, sondern einen authentisch echten Moment. Ich werde auch versuchen, Fotos zu produzieren, die eine tiefere Wirkung haben und eine klare Botschaft, so dass die Bilder beim Betrachter etwas auslösen. Bisher war ein verwackeltes oder unscharfes Foto bei mir unbrauchbar. Ich hatte Angst, das zeigt Schwäche oder wird als Fehler wahrgenommen. Von Peter nehme ich mit, dass so ein Foto mit Bewegungsunschärfe Emotionen noch viel besser übermittelt. Am Ende des Tages muss man aber kritisch sagen und ehrlich sein, die Fotos sind gut, aber nie in dieser Liga wie die von Peter Lindberg. Doch was hat ihn ausgemacht? Ich denke, der Peter war ein bodenständiger, leidenschaftlicher, hart arbeitender Fotograf. Ich denke, er hat sich nicht gross mit Kameras und Gadgets auseinandergesetzt. Er hat Menschen so authentisch fotografiert wie nur immer möglich. Er und sein Team hatten Spass an dem, was sie machen. Er hat improvisiert und ist sich und seinem Fotografiestil treu geblieben. Merci Peter für all die Fotos, die uns noch immer begleiten werden.